Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man diese wunderschöne Buttonbox baut. Ich selber hatte in diesem Bereich eigentlich noch gar keine Erfahrung, habe mich jetzt durch viele Internetrecherchen, Foreneinträge ein bisschen mit dem Thema schlau gemacht, denn selber im Bereich Elektrik absolut null Erfahrung. Aber erstaunlicherweise bin ich sehr gut damit zurechtgekommen und ich denke, jeder, der auch ein bisschen Bock auf Basteln hat und Lust hat, sich in das Thema einzuarbeiten, wird auch ohne Problem das nachbauen können. Fangen wir direkt mal mit den Buttons an. Ich habe mir was im Internet, gibt es eigentlich auf fast allen möglichen Seiten diese Buttons. Habe ich mir mal ein paar Buttons rausgesucht. Zuerst diese 12 mm Buttons, Push-Buttons. Ja, ganz einfach durchtasten, einschalten, loslassen, wieder aus. Als nächstes habe ich mir einen Start-Engine-Button rausgesucht. Der ist auch noch schön beleuchtet, macht schön was her. Dann als nächstes haben wir diese BIP-Schalter, habe ich mir 3 Stück. Sieht man jetzt hier schlecht, hier die 3 Stück. Die das sind diese tastenden Schalter. Es gibt einmal die rastenden Schalter, also mit den 3 Schaltstellungen Off, On, On. Die gibt es einmal in Rasten, die kann man auch, wenn man die nach oben schaltet, dann bleiben die in der Position. Das sind jetzt aber tastende, das heißt, wenn ich die immer nach oben schalte, dann beim Loslassen gehen die automatisch wieder zurück. Als letztes haben wir noch hier oben den hier. Das wäre dieser, ich nenne ihn mal Sicherheitsschalter mit der Schutzkappe. Das heißt, wir können den Schutzkappe aufmachen, Schalter betätigen und durch Zurückschieben der Schutzkappe wird der Schalter automatisch wieder ausgemacht. Als nächstes zeige ich euch dann einmal die Konstruktion und wünsche euch immer viel Spaß dabei.
So, dann kommen wir als nächstes zur Verdrahtung. Wir haben als Mikrocontroller den Arduino Micro, kann aber auch von einem anderen Hersteller sein. Das einzige Wichtige ist, wir brauchen den ATmega 32U4 Prozessor, denn damit können wir später dann die Bibliotheken für den Microsoft Game Controller benutzen und haben somit Plug and Play. Hier ist noch einmal die Rückseite unserer Platine, unserer Buttonplate, und verwenden werden wir eine Button-Matrix. Prinzipiell besteht so eine Button-Matrix aus Reihen und Spalten. Wir haben jetzt 18 Schaltpositionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und somit komme ich auf 3 Reihen, 6 Spalten, haben wir 18 Schaltpositionen. Vom Prinzip her müssen wir dafür sorgen, dass auf jedem Schalter eine Reihe und eine Spalte dann liegt. Und somit kann dann der Mikrocontroller bestimmen, wenn er ein Signal von der Reihe und ein Signal von der Spalte bekommt, weiß er ganz genau, okay, diese beiden Signale gehören zu dem Button. Und somit kann er das Signal dann an den PC weitergeben. Als erstes habe ich mit den Reihen angefangen. Jetzt hier einmal vom Ausgang 10. Muss ich auf 6 Schaltpositionen gehen. Und dann bin ich einfach an den ersten, an den zweiten, dritten und vierten, teilen sich einen Eingang. Fünfter und sechster teilen sich auch einen Gang. Und das gleiche habe ich dann mit den anderen Reihen auch gemacht, so dass ich mit allen Reihen an jedem Schalter dran bin. Als nächstes müssen wir dann mit den Spalten arbeiten. Da ist eigentlich nur wichtig zu beachten, dass wir mit jeder Spalte auf jeweils eine Reihe raufgehen. Also prinzipiell hier sind wir von Spalte 9 einmal auf Reihe 10. Dann sind wir einmal mit Spalte 9 einmal auf Reihe 14 und wir sind mit Spalte 9 einmal auf Reihe 16. Das gleiche müssen wir dann mit den anderen auch machen. Hier wieder auch einmal, ich habe es hier schön mit den Farben verdeutlicht, einmal auf Gelb, einmal auf Grün und einmal auf Blau. Und das machen wir so lange, bis dann quasi jeder so. Und somit hat jeder Button immer eine Reihe und eine Spalte und keiner ist doppelt belegt. So weiß jetzt ganz genau der Mikrocontroller, okay, wenn jetzt hier der Schalter betätigt wird, ist einmal die Reihe 16 betätigt und einmal die Spalte 9. Und daraus kann er sich dann quasi genau herausfinden, welcher Schalter betätigt wird und gibt das Signal an den PC weiter. So, jetzt zeige ich euch noch einmal kurz, wie ich es umgesetzt habe und wünsche euch viel Spaß dabei.
Dann kommen wir als nächstes zum Arduino selber und zu dem kleinen Programm. Als erstes braucht man natürlich erstmal die Arduino Software. Die kann man sich hier kostenlos auf der ganz normalen Arduino-Seite runterladen und entsprechend für das System. Nachdem wir die installiert haben, kommen wir als nächstes in das Programm. Da habe ich mir so ein kleines Programm geschrieben. Letztendlich inkludieren wir da den Keypad und den Joystick. Der ist bei der neuen Version sogar schon direkt mit drin. Früher musste man sich das noch sehr extra einladen, die Bibliotheken. Prinzipiell definieren wir hier auch einfach nur unsere Buttons, also wie viel, 18 Buttons, 18 Schaltpositionen haben wir. Hier sind wieder unsere 3 Reihen, unsere 6 Spalten. Hier drunter ist dann nochmal man kann sich das so vorstellen, hier sind die Buttons, die quasi ausgegeben werden. Wir haben hier unsere 3 Reihen, 1, 2, 3 und letztendlich unsere 6 Spalten von oben nach unten. Hier unten geben wir nochmal die Pins ein einmal von den Reihen. Die haben wir hier ja auf 10, 16 und 14 und wir haben unsere Spalten 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Das tragen wir hier ein. Und genauso habe ich es ja auch mir hier geschrieben. Also wir haben jetzt hier Reihe 10, 16, 14 und 9, 8, 7, 6. Und dann bin ich hierher gegangen und habe jetzt zugewiesen, welcher Button das dann ist, damit das schön alles der Reihenfolge nachher auch richtig ist. Und zwar fängt man bei der 0 an. Also Button 1 später in der Microsoft-Ausgabe ist quasi 0. Und da bin ich hierher gegangen. Machen wir es mal ein bisschen auf Seite. Hier kann man es ganz gut sehen. Bin quasi von Spalte 9 auf Reihe 9, auf Reihe 10. Das ist quasi unser Button 0. Das nächste hier wäre quasi unser Button 1. Button 1 geht von Spalte 8 auf Reihe 10. Also Reihe 10, Spalte 8 ist Button Nummer 1. Dann ist der nächste Wippschalter nach unten, ist der hier. Dann habe ich wieder geguckt. Das wäre dann quasi der Button 2. Ich gucke hier von Spalte 4 auf Reihe 10, wäre dann 2 und so weiter. So bin ich quasi alle durchgegangen und habe das dann hier entsprechend eingetragen, so dass es dann nachher schön der Reihe nach die richtigen Zahlen ausgibt. Man kann es natürlich auch einfach 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 der Reihe nach gehen, dann sind halt nur später in der Windows-Anzeige sind die halt nicht der Reihe nach. Ist eigentlich auch egal, aber ich fand es halt so schöner. Dann, wenn wir das Programm soweit fertig haben, müssen wir den Mikrocontroller nur einmal anschließen. Mache ich mal eben schnell. Dann brauchen wir den hier einmal auswählen. Und dann zeige ich schon mal kurz die Game Controller Anzeige von Microsoft. Dann laden wir den einmal hoch. Und zack, sobald er hochgeladen ist, erkennt er ihn hier auch direkt schon als Game Controller. Und da ich den jetzt schon richtig angeschlossen habe, haben wir jetzt hier auch schon, wir haben den ersten Button jetzt mal an, die 1. Und das war es eigentlich auch schon. So, dann werden wir jetzt zuletzt noch einmal die Box testen. Dafür schließen wir das Ganze am PC an und können dann ganz normal in der Windows Game Controller Übersicht nachprüfen, ob alle Tasten funktionieren. Ich bedanke mich schon mal dafür, dass ihr eingeschaltet habt und
Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Projekt.